In der Situation, wo wir uns befinden, ist Bundesliga so extrem wichtig, dass wir Anschluss bekommen, um wirklich dran zu bleiben, dass wir vorne reinrutschen, was unser Ziel ist. Unentschieden im Hinspiel des Champions League Achtelfinals mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Was denkst du über die Partie? Ja, das trifft eigentlich. Zwei unterschiedliche Halbzeiten, Licht und Schatten, würde ich sagen. Erste Halbzeit haben wir es relativ gut kontrolliert. Sie haben, glaube ich, nicht eine gefährliche Aktion gehabt. Wir hatten nach vorne 2, 3 gute Aktionen, ein schönes Tor gemacht. Und dann haben wir es halt so ein bisschen verabsäumt, da so Nachdruck zu geben und vielleicht aufs Zweite zu gehen und wirklich so einen Grundstein zu legen. Und ja, wir sind halt Niveau Achtelfinale Champions League. Da gibt es keine Jausengegner, sondern das ist Qualität. Und das hat man dann zweite Halbzeit gesehen. Wir waren ja gegen den Ball nicht mehr so gut. Auch mit Ball hatten wir einige Probleme. Und dann kommt halt die Qualität vom Gegner auch mal zum Scheinen. Und das haben sie auch gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber es ist Halbzeit. Wir wollen weiterkommen und darauf fokussieren wir uns. Du sprichst es schon an, Halbzeit in dem Duell. Was ist es denn, was ihr am ehesten besser machen müsst, um dann in Lille ins Viertelfinale einzuziehen? Ja, ich denke, wir müssen sie viel mehr stressen, einfach vorne viel aktiver sein, sie früh unter Druck setzen, dass wir hohe Ballgewinne haben und daraus halt ein schnelles Umschaltspiel machen können. Uns hat so ein bisschen die Giftigkeit so gefehlt gegen den Ball und dann kann eine Mannschaft wie Lille sich auch spielerisch befreien und das haben sie des Öfteren gemacht und dann kommst du halt in so Momente rein, wo du kaum in Zweikämpfe kommst, wo sie von links nach rechts spielen, vorne nach hinten und du läufst viel, aber viel für nix eigentlich, weil du in keine Zweikämpfe kommst, wie gesagt. Und da gilt es auf jeden Fall anzusetzen, dass wir in Duelle kommen und die auch gewinnen. Jetzt ist der BVB aktuell in einer Saison, die keine einfache Saison ist. Es gibt viel berechtigte, aber auch unberechtigte Kritik an der gesamten Mannschaft, auch an einzelnen Spielern. Du bist jetzt einer der erfahrenen Spieler. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Also erstens mal ist Kritik normal in dem Business. Wir sind Fußballspieler, wir sind in der Öffentlichkeit, wir sind Unterhaltung und dann ist halt auch klar, dass auf Kosten von uns Unterhaltung gemacht wird und auch geboten wird. Und damit muss man umgehen. Was man sich zu Herzen nimmt, sollte das sein, was der Trainer einem sagt, was die internen Leute sagen. Wenn das sachlich ist, dann ist das natürlich hilfreich. Aber natürlich gibt es Themen, die übersteigen jede Sachlichkeit und darauf darf man nichts geben, weil, wie ich es gesagt habe, das fällt mehr in die Kategorie Unterhaltung rein als wirklich sachliche Kritik. Wie eben schon gesagt, du bist einer der eher Erfahrenen. Geht man dann auch mal auf die Jüngeren zu und sagt, nimm dir das, was dann in den Gazetten steht, nicht so zu Herzen? Also versucht man denen Tipps zu geben? Ja, natürlich, man muss was ausstrahlen. Ist es mal Ruhe, ist es mal lauter werden, ist es Tipps geben? Man findet da eine gute Mitte. Jeder Charakter ist unterschiedlich, jeder braucht vielleicht in verschiedenen Momenten was anderes. Und da ist natürlich klar, dass wir Gespräche führen, dass wir aber bei uns bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir als Mannschaft sind sehr eng und man hat in den letzten Spielen schon Besserungen gesehen. Wir sind drauf und dran, uns zu verbessern und auch wieder in die richtige Richtung zu kommen. Und die Saison geht noch ein bisschen und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir noch gute Spiele zeigen werden. Du hast in dieser Saison schon auf unterschiedlichen Positionen gespielt. Spätestens jetzt seit dem Trainerwechsel ist klar, du spielst auf der 6. Wie gut tut dir diese Klarheit, dieses klare, Stellenprofil? Ja, also ich bin ja jetzt wenig so der Einzelspieler, der im 1-gegen-1 Unterschiede ausmachen kann oder sonst. Ich bin Systemspieler, ich mache das, was der Trainer mir sagt. Wenn ich die Aufgaben habe, dann versuche ich die bestmöglich umzusetzen und das tut mir gut, eine gewisse Routine zu haben, aber eine Beständigkeit in Positionen, in Abläufen und wie gesagt, das ist jetzt gegeben mit dem neuen Trainer. Ich bin da auf einer Position, die ich alle 3 Tage eigentlich ausführe. Und ja, deshalb, ich habe eine Sicherheit wieder und versuche der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Apropos Worte des Trainers, wir haben noch mal eine kurze Aussage mitgebracht, die ich dir mal vorspiele. Er spielt die Position gerne. Er sieht sich auch auf der 6, weil er dort mit seiner Technik, mit seiner Ruhe, mit seiner Übersicht schon viele Sachen
Sachen im Vorhinein durch gute Vororientierung auch regeln kann, hat ein sauberes, gutes Passspiel, hat eine aggressive Zweikampfführung, ist einer, der dort auch der Korrektor ist, derjenige, der im Moment auch dort die Fäden in der Hand hält, also sprich sowohl offensiv als auch defensiv, weil er ist der Verbindungsspieler nach vorne und dann auch nach hinten. Also ich bin mit ihm äußerst zufrieden. Er macht das richtig gut und deswegen lasse ich ihn dort auch spielen, deswegen ist er dort auch im Moment gesetzt. Was bedeuten dir die Worte des Trainers, dieses Vertrauen, was er da äußert? Ja, also ich spüre das ja tagtäglich eigentlich. Wir sind sehr viel im Austausch und nachdem jetzt viele Spiele schon unter ihm waren und ich jedes Spiel gemacht habe von Beginn an, gibt mir das natürlich ein gutes Gefühl und mir ist bewusst, welches Vertrauen er mir gibt, und wenn Vertrauen da ist, dann tut es immer gut, das hilft einem, und deshalb will ich das zurückgeben mit Einsatz, Leidenschaft und auch Qualität auf dem Platz. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man Abläufe hat, die immer wieder kommen auf denselben Positionen, dann ist das eine gewisse Sicherheit einfach für einen selbst. Ich habe dich gestern ein bisschen beobachtet, aber das ist, glaube ich, in allen Spielen so, dass du auch sehr gestenreich mit den Mitspielern kommunizierst. Ist das fast schon so ein bisschen Coaching auf dem Platz, so erweiterter Arm des Trainers auf dem Platz, um da zu korrigieren? Oder? Ja, da sind wir ja bei dem Thema wie vorhin mit erfahrenen Spielern, den anderen oder den Jüngeren helfen, ein Auge dafür haben, was vielleicht bei anderen gerade gefordert ist oder was uns als Mannschaft weiterbringt. Und da versuche ich so im Zentrum natürlich Augen aufzuhaben und ja, Situationen zu erkennen, was ist gerade im Moment vielleicht so ein Problem, und versuche das immer mal wieder zu korrigieren. Und ja, das war schon immer mein Naturell. Früher war es vielleicht sogar ein Ticken lauter und ja, teilweise auch ein bisschen aggressiver oder negativer so. Das habe ich sehr gut unter Kontrolle bekommen. Ich versuche einfach zu unterstützen, auch mal zu pushen, aber auch klar, mal was zu sagen, wenn es nicht so läuft. Und dem will ich gerecht werden, und ich glaube, in meiner Position, mit meinem Alter und meiner Vergangenheit muss das auch so sein. Was finde ich augenscheinlich ist, ist, dass ihr seit dem Trainerwechsel vor allem deutlich besser verteidigt, deutlich weniger Chancen für den Gegner zulasst. Wie erklärst du Außenstehenden, was ihr jetzt besser macht? Ja, ich glaube, dass es ja viel damit zu tun hat, was ich vorhin gesagt habe, Beständigkeit, Routinen, Abläufe, und es war sehr oft viele gleiche Spieler auf dem Feld, viele gleiche Positionen von den Spielern, und dann kommst du halt in Automatismen rein und jeder hat seine Aufgabe, die versucht er so umzusetzen, dass das der Mannschaft hilft. Es gibt klare Prinzipien, wie wir verteidigen, in welchen Positionen wir zu stehen haben, wenn der Gegner mal angreift oder rund um die Box ist. Und ja, wir haben sehr viel zu Null gespielt, ich glaube 4 Spiele von 7 oder so. Und das ist natürlich mal was Positives, weil wir beim BVB immer sehr gute Einzelspieler vorne haben, die kreieren können, die Tore machen können. Und wenn dann hinten mal die Null steht, dann erleichtert das natürlich sehr, Spiele zu gewinnen. Das ist unser Ansatz, und ja, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir anfangs über die Champions League und das anstehende Rückspiel in einer Woche gesprochen, aber am Wochenende ist erstmal Bundesliga. Wie schwer ist es für dich, den Fokus dann wieder auf die Bundesliga zu legen? Oder sagst du, das ist wettbewerbsübergreifend einfach das nächste Spiel, auf das du dich fokussieren musst? Also erstmal, Champions League ist ganz was Eigenes. Das, ja, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber es ist was Besonderes. Du weißt, heute ist Champions League und dann hat es so einen ganz eigenen Charakter. Aber grundsätzlich habe ich gar keine Probleme damit, was zu differenzieren oder umzuschalten. Für mich ist immer jedes Spiel Vollgas, und noch dazu in der Situation, wo wir uns befinden, ist Bundesliga so extrem wichtig, dass wir Anschluss bekommen, um wirklich dran zu bleiben, dass wir vorne reinrutschen, was unser Ziel ist. Und deshalb ist der Fokus komplett auf Augsburg gerichtet, und jedem ist die Situation auch bewusst, was das bedeutet, bei uns im Stadion ein gutes Heimspiel wieder zu machen, dass die Leute zufriedener sind und wir natürlich auch. Und ja, das ist die Marschroute. Es kommt also der FC Augsburg. Die haben in den vergangenen 4 Spielen kein Gegentor gekriegt, aber auch nur 3 Tore geschossen, und die alle in einem Spiel. Was für eine Partie erwartet euch da? Ja, ein guter Gegner, der eine sehr gute Form aktuell hat, die hinten, wie es scheint, sehr gut stehen,
die auch ihre Mittel gefunden haben, wie sie ja kaum Gegentore bekommen. Und beim Hinspiel haben wir es gesehen, dass wir haben eigentlich das Spiel kontrolliert, dann haben sie umgeschaltet, 1-1, haben das Spiel gedreht und dann ist halt schwer, auch so Spiele wirklich zu gewinnen. Wir wissen, jetzt spielen wir zu Hause, wir haben andere Ansätze, neue Ansätze, andere Automatismen und ich traue uns natürlich zu, das Spiel zu gewinnen. Wir brauchen wirklich Galligkeit, Spritzigkeit vorne drin, aggressives Anlaufen, dass wir sie sehr viel stressen und dann unsere Qualitäten zum Vorschein bringen. Und wir werden uns jetzt gut darauf vorbereiten und dann Vollgas geben. Also schon zuversichtlich, dass es nicht 0-0 ausgeht. Die Statistiken werden es vielleicht ein bisschen so vorhersagen, aber ich weiß gar nicht, wie oft ein Spiel bei uns im Stadion 0-0 ausgegangen ist. Ich glaube, äußerst selten würde ich jetzt mal tippen. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Wir wollen das Spiel gewinnen und dafür geben wir Gas. Beim FCA ist mit Marius Wolf ein alter Bekannter dabei, mit dem du dich, glaube ich, auch privat sehr gut verstehst. Ihr wart, glaube ich, schon gemeinsam unterwegs. Gab es da schon Sticheleien oder vermeidet man dann den Kontakt und freut sich nur aufs Wiedersehen und quatscht dann danach? Ja, so kann man es eigentlich einordnen. Man ist regelmäßig im Austausch. Ich habe letzte Woche, glaube ich, das letzte Mal mit ihm telefoniert. Und natürlich immer was Besonderes. Man freut sich, man schaut dahin, aber so unmittelbar vorm Spiel gibt es eigentlich selten irgendwelche Sticheleien oder sonst was. Jeder ist so bei sich, jeder versucht sich so bedeckt zu halten. Und ja, nachher gibt man sich die Hand, tauscht sich aus und dann geht man wieder seine Wege. Du hast schon gesagt, da schaut man durchaus dann hin. Heißt es, du verfolgst den FCA vielleicht auch etwas intensiver, weil Marius da spielt? Oder fehlt da die Zeit in dem Ablauf, den ihr habt mit einem Spiel alle 3 Tage? Ja, also klar, Highlights sieht man immer mal wieder, aber ich verfolge das jetzt nicht so intensiv, dass ich jetzt wirklich voll die Internas hätte oder irgendwelche Merkmale mir rausgeschrieben hätte. Man spielt so viel, man ist auch außerhalb noch Mensch und nicht nur Fußballer und da gibt es auch andere Dinge, die man macht und deshalb, man kriegt es mit, aber jetzt nicht so intensiv. Jetzt würde ich dich als durchaus modeaffin beschreiben. Der BVB spielt am Samstag im Sondertrikot. Was sagt der Modefachmann Marcel Sabitzer zum Trikot, in dem ihr da spielen werdet? Ja, ist doch cool. Also ist immer was Spezielles auch für den Verein und auch für die Fans, denke ich. Es kommt immer gut an, so wie ich das mitbekommen habe. Und deshalb ist auf jeden Fall wieder gut gelungen. Geht da so ein bisschen thematisch um die Meisterschaft 94, 95, wo ein ähnliches Trikot getragen wurde? Hast du da noch irgendwelche persönlichen Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich wollte gerade sagen, dass das so retromäßig natürlich rüberkommt und dass das so an alte Tage erinnert und deshalb immer wieder was Besonderes. Ich mag generell so ältere Fußballtrikots und deshalb freue ich mich natürlich, das zu tragen. Heißt, da hat Marius auch keine Chance auf einen Trikottausch, das behältst du? Ja, wir können ja immer ein paar Trikots bestellen und man hat 1, 2. Deshalb, wenn er möchte, können wir es gerne machen.